herzlich willkommen zu Teil 2 des Videos, in dem ich euch meinen Michael Jackson Sammlungsraum zeige. In Teil 1 habe ich euch schon meine Poster, die CDs an meiner Wand, meine This Is It Version, Schallplatten und Kassetten gezeigt. Und heute geht es noch weiter mit allen anderen Sachen, die ich hier noch habe. Und zwar habe ich hier unten noch CDs und Mini-Vitrinen. Dann habe ich hier auch noch große Vitrinen, wo sogar noch was draufsteht. Und dann habe ich hier in dieser Ecke noch weitere Schallplatten und CDs unter anderem und DVDs und so weiter. Und das möchte ich euch jetzt gerne alles noch zeigen. Und dann habt ihr den vollen Überblick, was ich hier wie und wo arrangiert habe. Ich würde sagen, wir fangen mal hier unten an. Hier habe ich tatsächlich die CD-Alben nur. Also Singles sind an einer anderen Stelle, das trenne ich immer so ein bisschen. Und die sind hier sortiert, hier mit so Registerkarten von CDs vor Off the Wall. Das heißt übrigens nicht, dass die vor der Off the Wall-Ära erschienen sind. Zumindest nicht die konkreten Versionen, sondern das heißt bei mir hier immer nur, dass das zugrunde liegende Album zum ersten Mal zu dieser Zeit veröffentlicht wurde. Zum Beispiel habe ich hier so eine CD von Ben, die habe ich mal geschenkt bekommen, habe ich behalten, auch wenn ich die Motown-Ära eigentlich gar nicht sammle. Und die ist natürlich nicht irgendwann in den 70ern erschienen. Und hier unten steht es auch 1993 oder so. Wahrscheinlich ist es nochmal eine Nachpressung. Und es steht jetzt hier trotzdem bei Four Off the Wall, weil das Ben-Album eben ursprünglich 1972, also vor dem Release des Off the Wall Albums erschienen ist. Und ja, was ihr jetzt hier in diesem Fach seht, das sind meine verschiedenen CDs vom Off the Wall Album. Also normale EU-Pressung. Und hier ist das falsch rum drin. Hier sieht man nochmal den Umzug so ein bisschen hier. Das ist eben eine Version, wo auf der CD vermerkt ist Made in USA. Also etwas seltener. Und ja, hier sind dann Reissues aus der Dangerous-Ära oder diese relativ seltene und häufig als inoffiziell betrachtete, obwohl sie offiziell ist, spanische CD mit diesem seltsamen Backcover. Das liegt daran, dass die aus so einer Serie kommt, irgendwie Rock hieß die. Dann hier auch noch diese Digipack-Version aus der History-Ära und dann geht es eben auch über zu diesen Versionen von ab 2009, hier mit dieser Kreide noch drin und dieser Doku von Spike Lee. Dann haben wir hier in der Mitte meine Mini-Vitrinen. Da weiß ich mal nicht so recht, was ich da reinstellen soll, weil die irgendwie nicht so im Fokus sind. Also die sind recht nah am Boden und ist halt nicht so auf Augenhöhe. Man sieht die Dinge hier drin eher nicht so gut. Aber ich habe mich dazu entschieden, hier oben mal die 4 CDs und Kassetten von dem History-Album mit diesen persönlichen Botschaften an Michaels Fans hier reinzupacken. Die kennt ihr aus meinem letzten Video. Und auch diese Serie hier von japanischen CDs habe ich schon mal gezeigt. Und in dem anderen Mini-Showcase habe ich hier einmal dieses Promo-Set von Blood on the Dance Floor und Ghosts. Also hauptsächlich Blood on the Dance Floor, aber hier ist auch noch dieser Ghosts-Flyer drin. Einmal ausgebreitet, damit man das alles mal schön sehen kann. Besteht eben aus dieser roten Plastiktüte, dem Button, dem Kugelschreiber, dem Luftballon, diesem Flyer, der auch beidseitig übrigens bedruckt ist. Hier haben wir nochmal Blood on the Dance Floor. Und eben dieser Promo-Sampler-Kassette, wenn man das so nennen kann. Ist also ein Medley drauf von verschiedenen Songs eben. Und hier unten haben wir die 3 Versionen von Blood on the Dance Floor, die ich habe, also der Single mit diesem roten Cover. Also einmal ganz rechts die EU-Single, links die UK-Single und in der Mitte die Kassette, die, wenn mich nicht alles täuscht, aus Indonesien kommt. Die ist tatsächlich nicht so ganz einfach zu finden, aber die fand ich so schön, deswegen habe ich mir die mal zugelegt. Ja, weiter geht's hier rechts mit den CDs. Das hier ist nicht ganz so praktisch, weil die Vitrine hier direkt steht. Das heißt, hier die ganzen Sachen ganz am Rand, da kommt man immer eher schlecht dran. Hier haben wir auf jeden Fall meine ganzen Thriller-CDs. Hier geht es halt links auch los mit den frühen Pressungen.
Dann haben wir hier halt irgendwie Special Edition, ne? Hier, wo Michael mit diesem Tiger-Baby ist. Dann geht es hier weiter mit Thriller 25 und dann auch hier Veröffentlichungen, wie zum Beispiel dieses Alben für die Ewigkeit von nach 2009. Dann habe ich hier Bad, da sind dann eben auch verschiedene Pressungen, hier japanische am Anfang und dann geht das halt weiter mit europäischen und so weiter. Ich gehe mal wieder hier nach vorne, geht es nämlich noch weiter mit Bad und den Sachen von ab 2009. Ne, Bad 25 ist hier auch ein Ding und so weiter. Dann Dangerous, habe ich auch verschiedene Pressungen, Australien, USA, Mexiko, auch aus verschiedenen Ländern. Und hier auf der rechten Seite sind dann eben noch weitere Pressungen des History-Albums, auch die verschiedenen aus Japan, die ich ja immer besonders gerne sammle. Und hier unten dann auch noch Kassetten und hier diese Minidisc, das ist nur ein Teil, also History Begins, der zweite Teil, den habe ich nicht. Das habe ich auch mal, also das habe ich nicht extra gekauft, sondern das war mal irgendwo dabei. Dann hier Blood on the Dance Floor, Japan und die ziemlich coole Taiwan-Pressung und auch hier die Malaysia-Pressung, die ich euch in meinem letzten Video vorenthalten habe. Die liefere ich jetzt nochmal nach, wo eben als Track 2 Just Say No anstatt von Morphine draufgedruckt ist, wegen der politischen Einschränkungen bzw. der sehr harten Drogenpolitik in Malaysia zu der Zeit, als dieses Album veröffentlicht wurde. Dann haben wir hier natürlich noch Invincible, also die verschiedenen Cover-Varianten. Hier unten geht es dann auch noch weiter mit meiner Mini-Vitrine. Dann haben wir hier erstmal sogenannte Club-Auflagen. Das sind Versionen der Alben, die nicht regulär im Handel erhältlich waren, sondern wo man einem sogenannten Club beitreten musste, um die dann irgendwie monatlich zugeschickt zu bekommen. Wenn ihr möchtet, kann ich darüber mal ein eigenes Video machen. Da habe ich einige. Die sind übrigens auch sehr, sehr schwer zu finden. Hier unten liegen dann noch die japanischen Versionen von dem Invincible-Album. Hier liegen noch so ein paar Merchandise-Sachen drin und hier unten liegt gar nichts drin. Da konnte ich mich bisher noch nicht entscheiden, was ich da reinmachen soll. Deswegen mal mein Aufruf an euch. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich hier noch schön thematisch reinsortieren könnte. Hier auf der rechten Seite geht es noch mit Number Ones weiter. Und hier unten sind dann noch so ein bisschen Platz für Sachen, die ich noch nicht habe, die dann noch kommen. Aber hier sind dann noch so erstmal hier noch King of Pop. Und dann aber so Boxen, wo mehrere CDs in einer Box drin sind. Zum Beispiel diese Box hier. Da ist einmal das Dangerous Album als CD drin, aber auch noch die Shortfilms als DVD. So, jetzt hinterlasse ich hier so ein kleines Bild der Verwüstung. Alles steht hier schief drin und hier oben liegen noch CDs, weil ich hier nur eine Hand zum Filmen habe, mit der anderen sortieren musste. Gehen wir aber trotzdem mal weiter zu meinen großen Vitrinenschränken. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem an, was oben drauf steht, weil das nicht so viel ist. Hier sind 2 Merchandise-Koffer, beide aus der Bad-Ära. Habe ich beide schon mal in Videos gezeigt. Einer ein Promo-Merchandise-Artikel von Pepsi und der andere kommerziell mit dem Cover-Artwork von I Just Can't Stop Loving You. Dann sind hier oben noch so Sachen, die ich nirgendwo anders untergekriegt habe oder die auch einfach inoffiziell erschienen sind, die ich dann eben nicht in der Vitrine oder regulär zwischen die offiziellen Sachen einsortieren wollte. Dann habe ich hier noch Dinge, die ich doppelt habe oder die ich dann verkaufen möchte. Oder auch hier noch ein paar Bücher, die unten nicht reingepasst haben. Hier sind noch so Magazine drin, ausgeschnittene Zeitungsartikel und meine Songbooks sind hier noch einsortiert. Also diese Hefte, wo Noten drin sind für Klavier mit Gesang und Akkorden für Gitarre. Jetzt aber mal zu den richtigen Vitrinen. Die mache ich mal auf hier. Dann spiegelt sich das nicht so.
Und dann zeige ich euch mal diese ganzen Fächer. Also ganz oben, wie ihr schon seht, sind meine ganzen Dosen und Becher. So viele habe ich da nicht, weil das ja nicht so der Fokus meiner Sammlung ist. Ganz hinten sind übereinander gestapelt alles deutsche Dosen von 2012, die ich mal dann damals gekauft habe. Und die sind übrigens auch alle leer. Dosen sollte man immer leer sammeln, weil die ganz schnell kaputt gehen mit der Zeit. Und ich habe schon Fotos gesehen, wo von Sammlern richtig seltene Sammlerstücke dadurch zerstört wurden, dass die mit alter Pepsi oder so in Kontakt kamen. Hier sind also noch diese noch neueren Dosen von Pepsi, ein Mystery-Becher, Dangerous Tour-Becher, eine Mystery-Dose, weitere Pepsi-Dosen und hier hinten sieht man auch noch einen Bad Tour Pappbecher. Dann im zweitobersten Fach, das ist so ein bisschen zweigeteilt, links ist so meine Visionary Box. Die untere, die ist komplett gefüllt und die obere, die ist nicht komplett gefüllt, dafür ist sie nur original verschweißt. So kamen die ja in den Handel hauptsächlich, also leer bis auf eine oder zwei, die drin sind und den Rest musste man sich zusammensammeln. Ähnliches Prinzip wie auch bei dieser Box hier aus Italien von 2014 oder 15 oder so. Und hier rechts ist meine Ecke für die Ultimate Collection und die Cheetah Single. Nämlich einmal eine weiße amerikanische und eine schwarze europäische Version dieser Box. Dann hier diese Promo-CD mit den Highlights from the Ultimate Collection aus dem UK. Und ebenfalls aus dem UK die Cheetah CD Single im Card Sleeve mit Picture, Cover und die Promo Vinyl. Hier drunter vielleicht meine Lieblingsecke, die Ghosts-Ecke. Ich liebe ja dieses Ghosts Cover Artwork. Und hier habe ich auch verschiedene Versionen dieser Box zum Beispiel. Das hier ist also die deutsche Box. Das ist hier noch die UK Box. Die sind tatsächlich leicht anders. Die Videokassette ist jeweils anders beschriftet. Dann hier eine europäische Ghosts Promo Single. Eine asiatische Video-CD, die, ja, ich sag mal, normale europäische Version der Single in diesem normal dicken Jewel Case, die japanische Box, eine europäische oder deutsche Videokassette und dann hier noch rechts eine UK Vinyl Single und die französische Laserdisc. Hier drunter habe ich dann ja so ein paar Cappies und sowas, die ich sonst nirgendwo losgeworden bin. Oh, hier ist was umgekippt. Hier habe ich einen Merchandise-Glitzer-Handschuh, dann die signierte Ausgabe von Dieter Wiesners Buch Michael Jackson, die wahre Geschichte. Danke nochmal an Kai und Tim, dass ich die bekommen habe. Hier hinten ist dann diese ja, quadratische Picture-Vinyl-Single von Man in the Mirror und die Music Screener, also diese Bildschirmschoner auf Diskette, die ich euch auch schon mal in einem extra Video gezeigt habe. Hier unten sind dann zwei Plastiktüten, eine von Dangerous und eine von Bad und noch spezielle Versionen dieser beiden Alben. Also einmal die australische Version von Dangerous mit der zweiten CD mit Remixen, die japanische CD, die für mich immer so schön aussieht wegen des goldenen Obi-Streifens. Ich liebe ja Gold. Und dann hier noch zwei CDs von Bad. Einmal die deutsche, wo die CD eine Picture Disc ist und die spanische, die ich ja zuletzt erst in meinem Video zu den Bonustracks gezeigt habe. Hier ganz unten sind meine Bücher. Da habe ich nur recht wenige. Natürlich die Kollektorbücher. Und dieses schöne Heft hier, das kann ich mal hier hochheben. Das habe ich von Bernhard. Da haben wir getauscht. Obwohl das, was ich bekommen habe, eigentlich viel toller ist als das, was ich ihm geschickt habe. Vielen Dank nochmal. Das ist ein sehr gut erhaltenes Rolling Stone Heft von 1983, wo Michael eben hier die Titelstory ist. Ein wirklich sehr cooles Heft, wo ich noch keinen besseren Platz gefunden habe, als das hier unten über meine Bücher zu legen. Dann hier vielleicht mein Lieblingsbuch, Michael Jackson, All the Songs, wo wirklich ganz tolle Informationen über jeden einzelnen Song von Michael sind. Und auch hier dieses Buch von
Christian Marx ist wirklich sehr schön. Dann machen wir mal diese Vitrine wieder zu und dafür die nächste auf. Wir fangen wieder ganz oben an. Hier steht im Hintergrund dieses 9 Singles Pack aus der Thriller-Ära, wo eben von 9 Singles der Off the Wall und Thriller-Ära, die auf rotem 7 Zoll Vinyl gepresst und in eine einzelne lange Packung gepackt wurden. Dann habe ich hier diese kolumbianische Box, die ich von Santiago bekommen habe, Mis Favoritas, wo eine DVD, nämlich das Bukarest-Konzert, und eine CD, nämlich die Number Ones Compilation, hier zusammen drin sind. Dann 2 kommerzielle, in Anführungszeichen Gold Awards. Das sind einfach, wie gesagt, kommerziell im Handel erhältlich gewesene CDs von dem Bad und dem Thriller-Album, die aber halt irgendwie cool eingepackt sind. Dann habe ich hier meine Michael Jackson Eintrittskarten. Da habe ich tatsächlich, ich habe mich letztens fast erschreckt, wie viele das inzwischen geworden sind, weil ich die halt wirklich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, immer nur kaufe, wenn die mal spottbillig irgendwo verfügbar sind. Normalerweise sind für mich Karten, also Eintrittskarten, irgendwie nicht schön genug dafür, dass die immer so teuer sind. Aber ich habe für die meisten hier wirklich nur irgendwie 5 Euro bezahlt. Und da habe ich eben hier welche von der Dangerous-Ära und der Bad-Ära, History-Ära, also eigentlich das meiste dabei. Und hier dieses schöne This Is It-Ticket mit diesem Heft. Das habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Und was hier noch gut reingepasst hat für mich, ist das Moonwalker-Programmheft, was aber erstmal keine Eintrittskarte oder sowas darstellt. Was ich hier habe, das kann man so als buntes Sammelsurium bezeichnen. In der Mitte habe ich diese Diamond Box, die 2018 zu Michaels 60. Geburtstag rauskam. Da sind die Alben Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous, History und Invincible jeweils auf Picture Vinyl. Dann stehen davor 2 besondere und seltene Kassetten. Hier ist so ein bisschen Kleinkram. Dieses Ding hier ist übrigens nicht offiziell, falls ihr euch fragt. Hier ist ein Michael Jackson Kartenspiel, das Parfüm. Dann diese Michael Jackson Milchtüte, die ich mal in meinem Video zu ganz verrückten Sammlerstücken gezeigt habe. Hier sind noch 2 Sachen, die im Kontext des Michael Jackson and Friends Konzerts 1999 in München erschienen wurden. Hier meine ebenfalls in dem Video zu verrückten Sachen zu sehende Holy Michael Kerze, die ich immer noch sehr, sehr witzig finde. Und eben noch so ein paar 3 Zoll Singles aus Amerika. Eine hier in so einer ganz langen Longbox, die anderen hier in so einer normal langen Longbox für 3 Zoll Singles. Dann habe ich hier drunter noch eine Dangerous Abteilung, dieses kleine Puzzle. Dann hier die Minidisc des Dangerous Albums, die 3 verschiedenen Versionen, die ich habe von der Someone Put Your Hand Out Promo-Single. Hier ist noch die kolumbianische Vinylpressung des Dangerous Albums, die beiden Remix-Collections aus Japan, einmal die kommerzielle und einmal diese Sampler-Promo-Variante. Dahinter noch diese 3D-Pop-Up-Version und meine Longbox von dem Dangerous Album auf CD. Darunter habe ich ein nicht so hohes Fach, wo so ein paar Boxen einfach drin stehen. Einmal diese Tour, Souvenir, CD, Single-Geschichte von der Dangerous Tour, rechts aus Japan, links aus Europa. Dann die Bad 25 Boxen, rechts aus Japan, links aus Europa. Und links eine japanische Version von der, eigentlich gar nicht eine Version von etwas, sondern eigentlich ein einzigartiger Release, nämlich alle Singles vom Thriller-Album zum Thriller 25 Jubiläum nochmal neu veröffentlicht in dieser Box als CD, die aber sehr schön den ursprünglichen Singles nachempfunden sind. Und ganz unten noch meine Puzzles. Diese Bravado-Puzzles habe ich hier, dieses mit Dangerous und What More Can I Give. Dann hier ganz vorne diese australischen Puzzles von 2020 oder 2021
Und hier rechts dann noch das deutsche Puzzle von der History-Statue und ein halboffizielles Puzzle aus Japan ganz rechts. So, steigen wir nochmal auf. Und mit den Vitrinen sind wir fast am Ende. Ganz oben meine Videokassetten und das hier zum Beispiel ist keine Videokassette, sondern eine Betamax und das hier eine Video 2000. Vielleicht mache ich noch mal ein Video zu verschiedenen Formaten. Vielleicht interessiert euch das ja. Ansonsten ist hier nicht so viel zu sagen. Hier bei John Lennon, wundert euch nicht, da ist das Video von Come Together drauf von Michael. Dann hier drunter Moonwalker. Hier habe ich ein bisschen geschummelt. Diese Smooth Criminal Single steht natürlich hier drauf, as featured in the movie Moonwalker und hat so ein ähnliches Cover, aber ist ja eigentlich nicht Moonwalker. Aber hier haben wir dann eben eine Videokassette. Im Hintergrund haben wir 3 Laserdiscs und noch diese Promo-Laserdisc von Moonwalker aus Japan. Dann so ein Videospiel, 2 besondere Blu-ray-Boxen und noch 2 Videokassetten. Und hier unten ist noch meine History-Abteilung. Hier haben wir im Hintergrund 2 Laserdiscs aus Japan. Dann meine Longbox von der Kassettenpressung aus Amerika. Das hier rechts müsste die kolumbianische Pressung des History-Albums auf Vinyl sein. Dann haben wir hier noch eine Promo-CD, Panini-Karten, eine weitere Promo-CD und die Videokassette mit dem History-Konzert aus Seoul. Dann gucken wir uns nochmal diese Ecke hier an. Das ist auch wirklich das letzte, was ihr hier noch zu sehen habt. Da haben wir einmal dieses Souvenir Singles Pack von der Bad Tour. Das sind ja hier 1, 2, 3, 4, 5 quadratisch zugeschnittene Picture-Schallplatten von Singles vom Bad Album. Und das hier unten rechts ist ein Booklet, die eben zusammen in diesem schönen Display dieses Bild von Michael von der Bad Tour ergeben. Hier oben haben wir noch japanische Schallplatten und vor allem japanische 3 Zoll Mini-CD-Singles. Und hier ganz rechts haben wir etwas ganz Besonderes. Habt ihr auch schon mal in einem meiner Videos mit den verrückten Sammlerstücken gesehen? Eine Grußkarte, wo dann aber hier ein offizieller Tonträger, nämlich diese 3 Zoll Single, noch drin ist. Dann haben wir hier noch farbiges Vinyl, Bad Single aus dem UK. Und dann noch eine gelbe kolumbianische und eine rote mexikanische Pressung von der Don't Stop Till You Get Enough Single. Hier haben wir noch so ein paar Schallplatten und ähnliche Dinge, die in der anderen Vinylabteilung aus dem letzten Room Tour Video, also aus Teil 1 der Room Tour Videos, nicht Platz gefunden haben. Hier vorne sind diese Mobile Packs von dem This Is It Film, also USB-Stick und Micro-SD-Karte. Dann haben wir hier noch diesen Reiter Sonstiges, also sowas drin wie die E.T. Storybooks, die ich in verschiedenen Versionen habe. Dann hier noch so ein japanischer Sampler, kann ich eigentlich mal kurz rausziehen. Ups. Hier ist eben Michael zwar nur mit irgendwie einem Song vertreten, aber ist auf diesem Obi-Streifen hier sehr präsent. Und ja, hier ist noch sowas, wo noch was von Michael drauf ist. Und eigentlich ist diese brasilianische Promo ganz cool. Das ist, glaube ich, der einzige Release, den ich so kenne, vielleicht auch den es gibt, keine Ahnung, wo sowohl Jackson 5 und Jacksons Songs, aber auch Michaels Songs sowohl aus der Motown-Ära als auch aus der Epic-Ära drauf sind. Relativ besonders. Das ist so ein Promo-Artikel für Levi's gewesen. Und dann sind hier noch Laserdiscs. So hier muss ich jetzt nicht alle rausholen und zeigen. Und hier noch so ähnliche Dinge. VHD ist so ein bestimmtes Videoformat. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dazu mal ein Video wünscht. Dann zeige ich euch mal verschiedene Formate, auf denen Dinge von Michael veröffentlicht wurden. Hier drunter ist dann noch ein Regal, wo
Ja, erstmal noch weitere 7 Zoll Vinyls, die auf meiner anderen Seite keinen Platz gefunden haben, noch drin sind. Aber auch DVDs. Auch noch Moonwalker, DVDs und Blu-rays und Number Ones. Hier unten dann auch noch mehr DVDs. Und hier ganz unten sind inoffizielle DVDs und auch Blu-rays. Dann knie ich jetzt hier gerade vor diesem schönen Pappaufsteller. Den habe ich von denselben Personen, von dem ich auch diesen This Is It Pappaufsteller bekommen habe, geschenkt bekommen. Da bin ich dann ein bisschen mit dem Auto gefahren und habe das dann hier abholen können. Der ist von 2010 von der Promotion vom Michael-Album und der ist wirklich sehr, sehr cool. Macht echt was her. Wirklich irgendwie 1,50 groß und wirklich, wirklich schön. Das Artwork, was mir auch gut gefällt, mein ganz groß auch nochmal zu haben. Hier habe ich das Escape-Album zum Beispiel. Also eigentlich habe ich hier so alle Sachen, die nach 2009 oder ab 2009 erschienen sind. Also hier oben das Michael-Album in verschiedenen Pressungen mit Singles, ne, Hold My Hand, und hier ist auch noch Hollywood Tonight. Das This Is It Album, und hier ist noch diese japanische CD mit Blasmusik, die aber so ein ähnliches Design hat wie This Is It. Escape Album mit Singles, Scream Album, noch so weitere Sachen, die sonst noch veröffentlicht wurden. Immortal und die I Just Can't Stop Loving You Single im Remake von 2012. Und hier oben seht ihr jetzt noch ein ganz hohes Regal, wo jetzt meine CD-Singles und auch noch sonstige Sachen, die keine Alben oder Singles sind. Hier habe ich einmal Bad Singles. Das sind halt nicht so viele. Hier ist Smooth Criminal Promo und japanische. Und dann halt hier noch so eher so Mini-Singles. Hier zum Beispiel Liberian Girl oder halt UK-Pressung im Card Sleeve. Oder ja, genau, diese Mini-Singles mit dem Adapter aus Gesamteuropa gibt es auch noch. Oder hier aus dieser Mix Masters Serie. Dann hier halt noch sonstige Sachen, 12-Inch Mixes zum Beispiel, oder was ist das hier? Ja, auch nochmal so ein Sampler, so eine 3 Zoll Mini-Single. Und dann gibt es hier eben die Singles. Das ist hier auch wieder chronologisch, wie gerade schon bei den Alben auch. Geht hier also los mit Black or White. Gibt es ja dieses Civilian Cold Cover oder auch dieses amerikanische Cover und natürlich das normale europäische. Remember the Time. In the Closet. Da habe ich dann halt auch meistens mehrere Pressungen. Who Is It? Habe ich sogar alle kommerziellen Pressungen auf CD. Dann gibt es hier noch Jam. Ne? Und Heal the World. Ich muss jetzt nicht alle immer zeigen. Given to Me und Will You Be There. Dann haben wir noch Gone Too Soon. Dann hier noch die Eddie Murphy Abteilung. Das Album zum Beispiel, aber auch die Single. Und hier auf dieser japanischen Video-CD ist der Kurzfilm drauf. Dann haben wir hier noch sonstiges Dangerous Eras, auch nochmal Samples. Oder hier Free Willy seht ihr ja auch, wo Will You Be There drauf ist. Dann haben wir hier Scream Childhood, also History Era. Ihr seht, da sind sehr viele CDs rausgekommen. Auch irgendwie Korea und Mexiko und sowas habe ich hier. You Are Not Alone, da gibt es auch sehr viele verschiedene. Es geht hier bis hier vorne. Hier ist dann das Schild hier irgendwie, hat hier nicht reingepasst von der Höhe. Geht es aber hier mit Earth Song los. Gibt auch ganz viele verschiedene Versionen. They Don't Care About Us. Zum Beispiel hier USA oder Kanada. Stranger in Moscow. Wir sind ja auch alleine in Europa schon 5 oder 6 verschiedene rausgekommen. Und das summiert sich alles auf. Ne? Mit der Zeit hat man dann doch sehr viele Pressungen am Start. Blood on the Dance Floor. History Ghosts. Hier ist dann auf jeden Fall noch Sachen von 3T. Hier zum Beispiel I Need You. Und auch hier gibt es wieder diese Kategorie Sonstiges. Na, hier ist zum Beispiel diese, in dem Fall Promo-Single von J-Friends
mit Michael Jackson als Songwriter und ausführenden Produzenten People of the World. Und hier unten ist dann noch Invincible Era. Ja, ich weiß, dass es hier nicht so optimal ist. Ich komme ja auch immer so schlecht dran. Aber ich musste irgendwie versuchen, die Sachen möglichst platzökonomisch einzusortieren. Also hier haben wir dann noch You Rock My World und Cry. Darunter noch One More Chance. Und was hier noch sind, das sind diese 2008 Single Releases von Wanna Be Starting Something, beziehungsweise The Girl Is Mine. Und sowas hier dann noch. Und ganz, ganz unten sind dann noch sonstige Dinge aus der Invincible-Ära, zum Beispiel The Essential, was es ja zum Beispiel auch in dieser, ich habe das Kabel von meinem Mikrofon gesehen, in dieser Steelbox-Version auch gibt. Ja, vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mit meinen beiden Videos insgesamt einen sehr, sehr guten Überblick über meinen Michael Jackson Raum. Sollte ich irgendwann mal umziehen, gibt es bestimmt auch noch ein weiteres Roomtour-Video, wie es dann da aussieht. Gebt meinem Video gerne einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar, wie ihr das fandet, wie ihr eure Sachen sortiert habt und erinnert euch an dieses kleine Fach, was bei mir noch frei ist. Schreibt mir da einen Vorschlag in die Kommentare, wie ich das da gestalten kann. Ansonsten abonniert auch unbedingt meinen Kanal, darüber freue ich mich wirklich sehr und teilt gerne auch dieses Video, wenn ihr möchtet. Bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.